Ja, wir sind immer noch im Wartburg Museum und hier haben wir vom 353 das Fahrgestell, der Rahmen, dass der so geschwungen ist. Und da vorne dann Motor und Getriebe. Ja, hier haben wir jetzt einen Wartburg von 1965, Wartburg 1000. Und hier ist der 353. Die kantige Version. Ich muss hier aufpassen. Ich will den mal von hinten auch noch sehen. Wartburg 1000, der 353 und der 312 von hinten. Der hier ist von 1988. Ja, ein bisschen anders sieht er aus, zumindest die Front, aber sonst die restliche Karosserie hat sich nicht viel verändert. Front, Schnittmodell, und so sieht der 353 aus. Motor und Getriebe. Und hier aufgepackt steht die Kombi-Version dazu. Der Tourist. Tourist hießen die beim Wartburg. Der hat allerdings nicht mehr dieses Schiebedach hinten. Ja, das war halt ein Alltagsauto. Während der andere, der Camping vorhin, das wäre eher was gewesen für, wo man in Urlaub fährt, damit der ist halt auch ein schöner. Ne? Aber das hier ist halt mehr die Gebrauchsversion für den Alltag. Ne? Ja, da haben wir wieder das Motorchen dazu. Ja, so ähnlich sieht es in meiner Garage auch aus. Und ein Wartburg Pickup. Ich habe draußen in freier Natur noch nie einen Pickup gesehen aus Wartburg, ob das jetzt ein Sonderbau war oder ob es den tatsächlich ab Werk so gab. Ja, und die Stützen sind jetzt natürlich nur da, um das hier im Museum darzustellen, wie der Rahmen aussieht unten drunter. Ne? Gefahren ist der natürlich nicht so. Und hier ist nochmal so ein Dixie von 1927. Die waren groß. Und ein Backblech als Nummernschild.
Ja, das Fahrzeug war entsprechend groß. Und was haben wir hier? Haben wir was Aufgeschnittenes? Opel Olympia von 1935. Hatten der von vorne aus gesehen. Und hier haben wir noch so eine Rohkarosse vom BMW i3. Ein aktuelles Fahrzeug. Carbon mit Aluminium. Also das hier ist das Carbon. Und hier haben wir einen modernen Industrieroboter, Schweißroboter. Und was ist das hier? Opel Corsa. Was, das ist ein Opel Corsa? Ich weiß nicht, ich hab die irgendwie kleiner in Erinnerung, die Opel Corsa. Und hier haben wir einen BMW 303 von 1933. So hat das ausgesehen. Mit Holzrahmen. Ja, man musste sparen. Damals, dann hat man mit Holz gearbeitet. Ja, und hier haben wir noch mal so eine alte Werkstatt, wie das damals alles ausgesehen hat. Mit den Riemenantrieben. Obelmaschine. Ja, und da oben rattert eine moderne Heizlüftung. Horizontale Fräsmaschine. Und hier steht nochmal ein Dixie. Von 1928 ist das Fahrzeug. Und hier ist nochmal so ein eigenartiges Fahrrad. Sowas habe ich schon mal woanders gesehen, wo der Reifen hier aus so Federn besteht. Da würde ich gern testweise mal eine Runde drehen. Das würde mich mal interessieren, wie sich sowas fährt. Und hier sieht es aus, wie die Verkleidung noch drauf ist auf diesen Federn. Das würde mich interessieren, wie sowas fährt. Und hier ist eine Kurbel dran, also drehen wir mal hier. Da sieht man jetzt die Ventile auf der Seite. Für die Zylinderbewegung müssen wir uns auf die Seite bemühen. Da muss jetzt die Hand anders nehmen. Ja, in Wirklichkeit drehen sich die natürlich viel schneller auf und ab, als ich das jetzt mit der Hand machen kann. Ja, und hier hat man noch die
verschiedenen Markenzeichen. Aber da frage ich mich, hat jemals wirklich schon mal irgendjemand von euch so ein Fahrzeug draußen fahren sehen? Ein Wartburg Pickup. Also hier ist ein Foto zum 35. Jahrestag der DDR. Und da ist auch so ein Pickup hier auf dem Foto mit abgebildet. Das bedeutet, die wurden ab Werk so gebaut, aber ich habe nie in Wirklichkeit fahren sehen. Und hier sind noch etwas neuere Fahrzeuge. Opel Vectra von 1990. Und ein Astra von 1992. Seit 1990 Opel in Eisenach, die werden also hier irgendwo in der Nähe noch produziert. Ja, das ist so eine Elektro-Version. Grandland Electric. Das sieht ziemlich groß aus. Also, so einen habe ich noch nie auf der Straße gesehen. Vielleicht ist das nur ein Prototyp. Aber so einen habe ich noch nie irgendwo fahren sehen. Aber der ist groß. Und das Kombi-Version. Und was ich gut finde, ist, dass das Dach nicht so weit runtergezogen ist, wie es sonst üblich ist. Da kann man den tatsächlich auch als Kombi nutzen. Leider sind die Scheiben hinten so abgedunkelt, dass ich jetzt nicht rein filmen kann. Und hier blendet es auch. Hier blendet es auch ziemlich. Und große Räder hat er. Also gebaut wird der ab 2025, das ist also ein ganz neues Ding. Gesamtgewicht 2,7, Leergewicht 2,1, also knapp 600 Kilo Zuladung. Für ein Kombi geht es gerade so. Also er hat ein hohes Leergewicht. Jetzt für ein modernes Fahrzeug, ich meine, mein Truck hat 2,9 Leergewicht, aber gut, das ist ein Truck. Und meine PKW Oldies, die sind also alle um 2,2 Leergewicht und mit 2,8, 2,9 Gesamtgewicht. Aber das sind Fahrzeuge aus den 70er Jahren. Aber den muss ich mir jetzt da nochmal anschauen. Also der wird mir sogar gefallen, ne? Grandland heißt es. Naja, gut. Dann verabschiede ich mich jetzt hier erstmal aus diesem Museum. Dann schaut mal rein, Eintritt kostet 12 pro Person, das ist jetzt nicht allzu viel, das ist okay. Aber es ist doch ganz nett hier zu sehen. Allerdings jetzt im Winter machen die erst um 11 Uhr auf und im Sommer ab 10 Uhr. Also dann und tschüss.